Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat sein neues Modell ES7 präsentiert. Das E-SUV kann ab sofort in China vorbestellt werden. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ansonsten seht ihr alles, was das SUV kann und was er kosten wird, jetzt hier auf Project Drive. Der NIO ES7 kommt zum Teil bullig und zum anderen elegant rüber. Was zuallererst ins Auge springt, sind die Sensoren und Kameras auf der vorderen Kante des Daches, die anscheinend nicht anders verbaut werden konnten. Diese gehören zum Aquila genannten autonomen Fahren und beherbergen 33 High-Performance Sensing Units. Die Front ist geprägt von einer spitzfaltigen Nase, die zur Frontstoßstange abflacht. Schmale Tagfahrlichter und darunter seitlich angebrachte Scheinwerfer entsprechen dem NIO-typischen Design. Entlang der Seite des Fahrzeugs können wir die eingelassenen Türgriffe erkennen, die zu einem besseren CW-Wert verhelfen. Die Dachlinie spitzt sich auch ein wenig zum Heck des Autos zu, was dem ES7 einen sportlichen Eindruck verleiht. Hinten sehen wir wieder an der oberen Dachkante einen weiteren Sensor und das sehr auffällige Leuchtband, welches von Seite zu Seite durchgängig ist. Im Innenraum geht es vergleichsweise luxuriös zu. Die Anmutung wirkt extrem hochwertig und der Platz im Innenraum scheint sehr voluminös. In der Mitte des Armaturenbretts sitzt nicht nur ein vertikales 12,8 Zoll Display mit 5G, Wi-Fi und NFC, sondern auch Nomi, die ständige Begleitung, die direkt über dem Infotainment sitzt. Mit Nomi lassen sich Sprachbefehle innerhalb des Fahrzeugs ausführen. Das kann man sich ähnlich wie Siri beim iPhone oder OK Google vorstellen, nur eben fürs Auto. Direkt unter dem Infotainment geht es mit dem Gangwahlhebel weiter, der auf der Mittelkonsole sitzt. Darunter sind dann auch ein Wireless Charging Pad und rechts davon zwei Getränkehalter zu sehen. Eine zu den hinteren Fahrgästen geneigte Armlehne mit Display, um die Temperatur zu regeln, rundet das Design der Kabine ab. Unter der Mittelkonsole hat man auch nochmal eine Aussparung, um etwaige Sachen zu verstauen. Das Multifunktionslenkrad ist typisch NIO, dahinter entdeckt man nochmals ein eigenes Instrumentendisplay. Die Vordersitze sind mit Heizung, Belüftung, Massage und dem in dieser Klasse seltenen Air-Cushion-System mit 3 Luftkissen ausgestattet. Die Rücksitze sind beheizbar und das Air-Cushion-System verfügt auch über 3 Luftkissen. Der im Februar angekündigte ES7 basiert auf der neuen NT 2.0-Plattform. Die derzeitigen SUV-Modelle von NIO, der ES8, ES6 und das SUV-Coupé EC6 bauen noch auf der ersten Generation der Plattform auf. Bei den Abmessungen erreicht der ES7 eine Länge von 4,91 Meter, eine Breite von 1,99 Meter und eine Höhe von 1,72 Meter. Der Luftwiderstandsbeiwert vom ES7 beträgt im optimalen Fall 0,263. Der Radstand wird mit 2,96 Meter angegeben. Angetrieben wird das Elektro-SUV von einem Allradantrieb, dessen Frontmotor eine Peakleistung von 180 kW bietet und der Heckmotor auf eine Peakleistung von 300 kW kommt. Das sind insgesamt 480 kW. Wie bereits vermutet, wird der ES7 mit den zwei bekannten Akkugrößen 75 und 100 Kilowattstunden angeboten. Doch auch eine Variante mit 150 Kilowattstunden soll es geben. Nach dem chinesischen Standard sollen so Reichweiten von bis zu 485, 620 und mit dem größten chemischen Speicher sogar bis zu 930 Kilometer nach CLTC möglich sein. Angaben zu Ladezeiten macht NIO aktuell noch nicht. Von 0 auf 100 soll der NIO in 3,9 Sekunden sprinten. Andersherum bremst er von 100 auf 0 in nur 33,9 Meter mit Hilfe einer Brembo Performance Bremse. Die Gewichtsverteilung liegt bei 50:50. Mit an Bord ist auch eine Vehicle-to-Load-Funktion, mit der externe elektrische Geräte betrieben werden. Die Ausgangsleistung hierfür liegt bei 3,3 Kilowatt. Der NIO ES7 kommt auch mit dem sogenannten Camping-Modus. In diesem hält der ES7 die Luftzirkulation und die Kabinentemperatur aufrecht, während der Stromverbrauch gesenkt wird, um eine angenehme Umgebung zum Ausruhen zu schaffen. Der ES7 kann auch mit seiner automatischen Sperrfunktion ein Eindringen und Fehlbedienungen verhindern, um die Sicherheit zu gewährleisten. Apropos Camping, der ES7 hat eine elektrische Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 2 Tonnen. Das maximale Kofferraumvolumen beträgt 658 Liter. Die Preise starten vor Subventionen für die 75 Kilowattstunden Variante bei umgerechnet rund 66.900 €. Den ES7 mit 100 Kilowattstunden Akku soll es ab ca. 75.300 € geben. Wer sich für die Akkumiete entscheidet, für den beginnen die Preise ab 57.000 €. Preise für die Variante mit dem 150 Kilowattstunden Akku wurden noch nicht genannt.
Wie gefällt euch der NIO ES7 und was sagt ihr zu den Preisen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut auch auf meinem Instagram vorbei, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.